Hallo liebe Community, mein Name ist Benny Schröder, Head of R&D bei KGS. In den nächsten Minuten möchte ich euch einmal zeigen, wie ihr in SAP eine Dokumentart customized und diese zu einem sogenannten Business-Objekt zuordnet. Damit melden wir uns zunächst einmal im SAP-System an. In meinem Fall ist es ein SAP ERP-System. Wir checken kurz das Archive Link Repository, auf dessen Basis dann das Customizing auch erfolgt. Dafür gehen wir in die Transaktion OAC0 und ich möchte mit euch zum Repository FI, welches unsere TIA Community Edition verwendet, eine neue Dokumentart für das Business-Objekt Buchhaltungsbelege customizen. Das Archiv ist soweit vorbereitet, es ist ein Archive-Link-Archiv, die Verbindung steht und es handelt sich, wie gesagt, um unsere Community Edition. Für das Customizing einer Dokumentart müssen wir in die Transaktion OAC2 wechseln und können nun hier die globalen Dokumentarten customizen. Um dies zu tun, müssen wir zunächst in den Änderungsmodus gehen. Sorry, da waren wir schon, um dann hier einen neuen Eintrag zu erzeugen. Eine Dokumentart besteht aus einer internen ID, das ist hier diese Information, einem Langtext, sprachenabhängigen Langtext und einem Dokumententyp. Für die Dokumentart, also für die ID, empfehle ich euch auch ein Konzept zu entwerfen, damit die Vergabe der IDs auch wiederkehrend oder im besten Fall sogar sprechend ist. Das heißt, das Objekt mit einbinden, den Anwendungsbereich, das Modul mit einbinden, den Dokumenttyp mit einbinden, je nachdem. Ihr seid limitiert auf 10 Stellen, das ist so, aber ohne Konzept passiert es sehr schnell, dass ein Wildwuchs entsteht und man im Prinzip Freestyle Dokumenten-IDs Dokumentarten-IDs findet. In meinem Fall möchte ich die Dokumentart Z FI Rech nennen. Das heißt Z, weil eben kundenspezifisch im Z-Namensraum. Das empfehle ich auch bei der Verwendung von solchen IDs. FI für den Bereich FI und Rech, weil ich eine Dokumentart für Rechnungen erfassen will. Als Langbezeichnung nehme ich auch Eingangsrechnungen PDF. Hier habe ich also durchaus mehr Textoptionen, mehr Stellen zur Verfügung als bei der Dokumentart selber. Die Langbezeichnung wird sichtbar sein bei den Ablagen, deswegen macht euch da auch Gedanken, was ihr verwenden wollt. Und wie erwähnt, diese Langbezeichnung ist sprachenabhängig. Das heißt, per Default konfigurieren wir hier in der angemeldeten Sprache. Zu guter Letzt brauchen wir den Dokumenttyp. In meinem Fall möchte ich PDFs archivieren, deswegen PDFs. Es gibt natürlich auch alle weiteren Dokumenttypen hier. Es gibt auch eine Wertehilfe über die vorhandenen unterstützten Dokumenttypen. Ich habe es jetzt hier eingegeben. Einmal Enter und damit ist die Konfiguration für die Dokumentart soweit erfolgt. Und zu guter Letzt sichern. Das Ganze ist transportierbares Customizing, deswegen schreibe ich das in einen Customizing-Auftrag weg, den ich jetzt hier Dummy nenne, weil wir in meinem Fall nicht transportieren werden. In eurem Fall wird das sicherlich so sein, deswegen entsprechenden Auftrag vorher anlegen lassen oder entsprechend euren Prozessen das Ganze abwickeln. Gut, was haben wir jetzt erreicht bis hierhin? Wir haben eine Dokumentart erzeugt. Diese Dokumentart steht für das Dokumentgut Eingangsrechnung als PDF-Dokument. Und der nächste Step ist nun, diese Dokumentart auch einem Business-Objekt zuzuordnen und über diese Zuordnung zum Business-Objekt auch das
Content Repository, das logische Archiv auszuwählen, in welches diese Dokumente dann auch archiviert werden sollen. Dafür gehen wir einmal zurück in die Grundstellung und in die Transaktion mit dem Code OAC3. In der OAC3 findet man schon eine große Reihe von ausgelieferten Verknüpfungen. In der ersten Spalte sieht man den Objekttyp, der zweiten Spalte die Dokumentart, ein Flag für den Status, aktiv, inaktiv, das Repository-ID, eine Verknüpfungstabelle, zu der ich gleich noch was sagen werde, und eine Verweilzeit. Hier müssen wir jetzt tatsächlich einmal in den Änderungsmodus gehen, um einen neuen Eintrag zu machen. Wir sehen wiederum die ganzen Spalteninformationen und an dieser Stelle müssen wir eben schon auch den entsprechenden Objekttyp wissen. Das ist nicht immer ganz einfach, das herauszufinden. Im Zweifel kontaktiert mich einfach. Wir haben eine große Breite an Wissen, was entsprechende Objekttypen sind. Es gibt keinen einfachen Weg, das immer zweifelsfrei zu ermitteln. In meinem Fall möchte ich das Ganze an einen Buchhaltungsbeleg anhängen. Das ist der Objekttyp BKPF. Als Dokumentart kann ich jetzt eben die eben erzeugte Dokumentart verwenden. ZFI Rech. Ich kann natürlich auch immer über eine Wertehilfe gehen an der Stelle. Status X aktiv. Damit wird es auch auswählbar aus den Transaktionen. Die Ablage ist das entsprechende Repository. Hier möchte ich ja FI verwenden. Das haben wir gerade eben schon betrachtet zusammen. Und darauf folgt die Verknüpfungstabelle. Hier möchte ich einmal die F4-Hilfe öffnen, um zu schauen, welche Möglichkeiten es gibt. Es gibt per Default 4 Verknüpfungstabellen. Innerhalb dieser Tabellen werden die ACF-Link-Verknüpfungen gespeichert. TOA 01, 2 und 3 sowie TOA HR. TOA 01 bis 3 sind identisch und im Prinzip kann eine frei gewählt werden. Die Idee dahinter ist, bei hochvolumigen Szenarien, also wo sehr, sehr viel archiviert wird und ein großes Datenwachstum entsteht, die Verknüpfung möglichst auf diese Tabellen aufzuteilen, die Speicherung der Verknüpfung, sodass nicht eine Tabelle, eine von diesen 3 verhältnismäßig stark anwächst, wobei die anderen nicht genutzt werden. Dahinter stecken natürlich dann auch Laufzeiten für Selektion. Wenn ihr zum Beispiel in den Objektdiensten die Anlagenliste öffnet, dann müssen ja die Verknüpfungen selektiert werden und dann wird letztendlich ein Zugriff auf diese Tabellen durchgeführt. Ich nehme jetzt hier aber mal die TOA 01 und speichere dort einfach meine ACF-Link-Verknüpfung rein. Zu guter Letzt gibt es dann noch die Verweilzeit. Was steckt dahinter? Die Idee ist, hier eine Verweilzeit in Monaten zu konfigurieren. Also beispielsweise in meinem Fall möchte ich das Ganze 120 Monate aufheben und archivieren. Was das bedeutet, ist allerdings lediglich, dass hinter der Verknüpfung auch ein Löschdatum kalkuliert wird auf Basis dieses Customizings und zur Verknüpfung gespeichert wird. Es gibt darüber hinaus keine weiteren Automatismen zum automatischen Löschen. Auch das Archiv erfährt von dieser hier konfigurierten Verweilzeit nichts. Trotzdem möchte ich empfehlen, das zu konfigurieren, denn man kann eben dann auch über ein Löschdatum selektieren. Auf Basis des Löschdatums kann man dann zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht doch einmal ein massenhaftes Löschen anstoßen oder weitere Reports aufsetzen. Soweit so gut. Einmal Enter und sichern. Auch hier ist es so, dass das Ganze in einen Customizing-Auftrag geschrieben wird. Das tue ich jetzt hier wieder, ohne dass ich das transportieren werde. Soweit so gut. Die Einträge sind auch validiert und gültig und damit habe ich diesen Eintrag erzeugt.
und erreicht, dass ich ab sofort in dem Objekttyp BKBF, also aus Buchhaltungsbelegen, mit dieser Dokumentart ZFI-Rech und der Langbezeichnung Eingangsrechnung PDF in das Repository FI archivieren kann und die Verknüpfungen in der Tabelle TOA01 gespeichert werden. Das Ganze drückt sich jetzt so aus, indem man beispielsweise in der FP03 sich einmal einen Beleg selektiert, kompiliert hier, Buchungskreis, nehme ich die 1000, führe das mal aus, ja. Mir geht es jetzt ja vor allem darum, euch mal zu zeigen, wie aus der Anwendungstransaktion, wie über die generischen Objektdienste dann diese Archivierung erfolgen kann, der neuen Dokumentart. Dafür wähle ich jetzt irgendeinen Buchhaltungsbeleg aus, zum Beispiel diesen, und gehe hier über die Objektdienste, Anlegen, Business Document ablegen und sehe jetzt hier Eingangsrechnung PDF, die Langbezeichnung von meiner neuen Dokumentart. Und über diesen Dialog kann ich jetzt eben auch ein Dokument archivieren und dem Repository FI zuführen. Das war es an dieser Stelle. Ich danke euch vielmals für das Interesse. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja und ihr mehr wissen wollt, dann folgt uns doch gerne auf YouTube oder schreibt mir eine Nachricht auf LinkedIn. Und ansonsten bis bald.